der Verfassungsschutz in der Demokratie kontrolliert werden muss. Der Nachrichtendienst soll gerade nicht tun und lassen können, was er will. Dieser Meinung bin ich noch heute. Jedenfalls fühle mich hintergangen. Die Gründe für die Hochstufung des Verfassungsschutzes hat die Öffentlichkeit bis heute nicht erfahren. Der Verfassungsschutz lehnt eine Veröffentlichung des Einstufungsvermerks auch im Bereich der Form ab. Auch eine solche Geheimniskrämerei möchte ich nicht verantworten, denn nur eine informierte Öffentlichkeit kann das Handeln der Regierung kritisch hinterfragen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Wenn eine amtierende Innenministerin zurücktritt und dabei ganz offen sagt, dass sie diesen ganzen Wahnsinn nicht mehr mittragen will, dann ist das kein normaler Rücktritt. Das ist ein politischer Paukenschlag. Katrin Lange hat genug von einer Politik, die sich nicht mehr an Recht und Ordnung orientiert. Genug von ideologischen Ausflüchten, die immer nur den Bürger belasten und nie die Probleme lösen. Was sie sagt, haut dem fast den Boden raus. Und das Schlimmste, sie hat mit jedem Wort recht. Wenn du willst, dass mehr Menschen diese ehrlichen Worte hören, dann like das Video, abonnier den Kanal und schreib deine Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, vielen Dank, dass Sie so kurzfristig hergekommen haben, eine wichtige Mitteilung zu machen. Ich übergebe dazu das Wort der Ministerin für Inneres und Kommunales des Landes Brandenburg, Katrin Lange. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass es jetzt nur 2 Statements gibt. Es gibt keine Fragen danach. Vielen Dank. Warum nicht? Ja, meine Damen und Herren, die Brandenburger Koalition aus SPD und BSW steht vor großen Herausforderungen. Land und Leute erwarten Lösungen. Sie wollen, dass die Politik arbeitet und nicht streitet. Dafür sind Zusammenhalt und Stabilität nötig in Koalition und Fraktion. In einer solchen Lage ist es nicht gut, wenn die Debatte um mich, Katrin Lange, und den Verfassungsschutz alles andere überschattet. Das können wir uns nicht leisten. Der notwendigen Geschlossenheit möchte ich nicht im Wege stehen. Ich habe daher heute Ministerpräsident Dietmar Woidke meinen Rücktritt als Ministerin des Innern und für Kommunales erklärt. Meine Damen und Herren, als andere nach dem NSU-Debakel den Verfassungsschutz abschaffen wollten, habe ich mich für seine Stärkung ausgesprochen. Allerdings war ich immer der Meinung, dass der Verfassungsschutz in der Demokratie kontrolliert werden muss. Der Nachrichtendienst soll gerade nicht tun und lassen können, was er will. Dieser Meinung bin ich noch heute. Der ehemalige Verfassungsschutzchef hat mich über bedeutende Sachverhalte nicht ordnungsgemäß und viel zu spät unterrichtet. Das ist nicht akzeptabel. Aber in dieser Tatsache ändern auch Geschäftsgangsvermerke nichts, die den tatsächlichen Ablauf aus meiner Sicht irreführend wiedergeben. Ich jedenfalls fühle mich hintergangen. Die Gründe für die Hochstufung des Verfassungsschutzes hat die Öffentlichkeit bis heute nicht erfahren. Der Verfassungsschutz lehnt eine Veröffentlichung des Einstufungsvermerks auch im Bereich der Form ab. Auch eine solche Geheimniskrämerei möchte ich nicht verantworten, denn nur eine informierte Öffentlichkeit kann das Handeln der Regierung kritisch hinterfragen. Meine Damen und Herren, durch den zeitlichen Ablauf der Ereignisse habe ich meine Fraktion in der letzten Woche vor den Kopf gestoßen. Für den daraus entstandenen Unmut habe ich volles Verständnis. Dieser Unmut ist berechtigt, die Fraktion ist überrascht worden und das war ein Fehler. Mir tut das leid und ich entschuldige mich dafür bei meinen Fraktionskolleginnen und Kollegen. Sie hätten einen anderen Umgang verdient gehabt und ich bedauere die entstandenen Irritationen, zumal diese gut nachvollziehbar sind. Das ließe sich noch in Ordnung bringen, aber darum geht es heute nicht mehr. In der SPD Brandenburg wird gerade lebhaft diskutiert. Das ist gut so. Nicht gut ist, dass dabei mit Unterstellung und Diffamierung mir gegenüber gearbeitet wird, die bis in das Persönliche gehen. Einen solchen Umgang von denjenigen, die sonst ständig von Respekt, Toleranz und Wertschätzung reden, bin ich nicht länger bereit zu akzeptieren.
Meine Damen und Herren, ich bin schon seit einiger Zeit der Auffassung, dass Anlass besteht, Form und Inhalt der Auseinandersetzung mit der AfD kritisch zu überdenken. Und zwar deshalb, weil sie bisher erfolglos ist. Ich bin nicht für einen weicheren Umgang mit der AfD, sondern für einen besseren und wirksameren, für so einen, der die AfD endlich einmal kleiner macht, statt immer größer. Ich glaube, politische Herausforderungen sollten in einer Demokratie in erster Linie politisch beantwortet werden. Ich teile die Meinung von Richard Schröder, wonach es mit Blick auf die AfD darauf ankommt, durch entsprechende Angebote den Souverän dazu zu bewegen, bei der nächsten Wahl anders zu entscheiden. In der Politik gehöre ich mit einer solchen Auffassung heute leider zu einer Minderheit. Dort setzt man zunehmend einseitig auf die Instrumente Parteiverbot, Repression, Überwachung und Ausgrenzung. Man gibt die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD bereits verloren. Ich glaube, dass das falsch ist, aber die Lernkurve in der Auseinandersetzung mit der AfD ist im Moment noch bei Null. Viele der heutigen AfD-Wähler haben auch in Brandenburg früher einmal SPD gewählt. Sie haben Manfred Stolpe gewählt, Regine Hildebrand, Matthias Platzek und Dietmar Woidke. Entschuldigung. Bei 5% könnte man darüber hinwegsehen, aber bei 30% wird das langsam schwierig. Die AfD als Partei ist das eine, sie ist gesichert rechtsextrem, aber ich bin nicht bereit, 1/3 der Brandenburger Wähler politisch abzuschreiben. Ein solcher Weg würde die Spaltung in unserer Gesellschaft weiter vertiefen, die politische Kultur in Brandenburg schwer beschädigen und für meine Partei verheerende Auswirkungen haben. Es ist ein kurzer Weg nach Sachsen und Thüringen. Manchen meiner Parteifreunde wird das vielleicht später auch einmal dämmern, aber dann ist es vielleicht zu spät. Ein solcher Weg wäre auch der Abschied von der freiheitlichen Tradition der ostdeutschen Sozialdemokratie im Gefolge der friedlichen Revolution von 1989. Für einen solchen Irrweg stehe ich nicht zur Verfügung. Ich lasse mich auch nicht verbiegen. Meine Damen und Herren, für eine solche Haltung werde ich nicht nur kritisiert, sondern es schlägt mir offener Hass entgegen. Eine solche Haltung soll nicht legitim sein, sie wird mit allen Mitteln diffamiert und diskreditiert. Es ist ein Armutszeugnis. Wir werden wegen eines in der Tat schwierig und schlecht vermittelten wahren Ganges der Dinge in Sachen Hochstufung die unmöglichsten Dinge unterstellt. In der Partei wird mit gezielter Desinformation gegen mich intrigiert. So etwas hätte es früher wahrscheinlich in Brandenburg nicht gegeben. Grüne und Linke machen mit haltlosen Unterstellungen Stimmung gegen mich. Ausgerechnet die Partei, die den Verfassungsschutz abschaffen will, schwärmt jetzt plötzlich von der Behörde, die unsere Verfassung und damit die Demokratie schützen soll. Das nenne ich Verlogen. Und die CDU Brandenburg macht auch noch mit. Meine Damen und Herren, es gibt auch in der heutigen Politik Grenzen der Schäbigkeit und Niedertracht, die ich bereit bin zu akzeptieren. Deshalb ziehe ich jetzt die Konsequenzen. Ich möchte mich bei meinen vielen politischen Weggefährten bedanken. Bei Matthias Platzek, Karl-Heinz Schröter, Katrin Schneider und vor allem bei Dietmar Woidke, der immer Vertrauen zu mir hatte und immer zu mir stand. Brandenburg kann sich glücklich schätzen, einen solchen MP zu haben. Jeder Zoll, und es sind nicht wenige, ein echter roter Preuße. Bedanken möchte ich mich auch bei der Blaulichtfamilie, bei den vielen Vertretern der Brandenburger Kreise und Gemeinden. Wir haben immer gut zusammengearbeitet, auch in schwierigen Zeiten. Es war mir immer eine Freude. Stellvertretend für alle bedanke ich mich bei Oliver Herrmann und Sigurd Heinze. Ich möchte mich auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken in den verschiedenen Ministerien, in denen ich in den letzten Jahren Verantwortung tragen durfte. Das geht vom Staatssekretär und den Leitungsbereich über die zahlreichen Fachebenen bis hin zum Fahrer und Pförtner. Sie haben mich großartig begleitet, sich um mich gekümmert und ohne sie wäre es nicht gegangen. Ganz herzlichen Dank für alle. Dank verdient aber auch meine Familie und meine Freunde, die so oft auf mich verzichten mussten
und natürlich die Beveringer, wo ich immer Katrin Lange sein konnte. Ich werde jetzt auch wieder mehr Kuchen backen für unsere Dorfschwester. Zuletzt möchte ich mich bei den Brandenburgerinnen und Brandenburgern bedanken. Das ist ein tolles Land hier mit tollen Menschen. Ihren Anliegen werde ich immer verbunden sein, jetzt aber eben auf andere Weise. Meine Damen und Herren, Ämter sind Macht auf Zeit und auch plötzliche Veränderungen gehören in der Politik dazu. Das weiß jeder oder sollte jeder wissen, der politisch aktiv ist. Deswegen muss man aus solchen Veränderungen auch kein Drama machen. Das ist in Ordnung und das passt schon so. Ich werde meine Arbeit als SPD-Abgeordnete im Land fortsetzen. Das ist eine schöne Aufgabe. Ich werde dabei die anstehenden politischen Vorhaben konstruktiv und kritisch begleiten. Als stellvertretende SPD-Landesvorsitzende werde ich selbstverständlich nicht mehr kandidieren. Meine Damen und Herren, ich bin mit mir im Reinen. Dem Land Brandenburg und Ihnen allen wünsche ich alles Gute. Vielen Dank. Na, guck einer an. Jetzt haut selbst eine SPD-Innenministerin ab. Und zwar mit einem Knall. Und was sie sagt, das würde man sonst in keinem einzigen Talk-Format hören, weil es nämlich weh tut. Sie spricht über Kontrollverlust, über falsche Prioritäten, über ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Und wo sich jeder fragt, wer regiert hier eigentlich noch? Und das Beste, sie haut das nicht als frustrierte Wählerin raus, sondern als Ministerin, als Teil des Apparats. Und sie sagt im Klartext, mit diesem Kurs will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist keine Politikerin, die Angst vor der AfD hat. Das ist eine, die Angst davor hat, was passiert, wenn alles so weiterläuft. Und was macht der Rest der Regierung? Wegducken, weitermachen, Ausreden suchen. Bloß nicht zuhören, bloß nicht eingestehen, dass es auch von innen kracht. Also wenn du mich fragst, diese Frau hat mehr Rückgrat als 80% der Regierungsbank. Und genau deshalb knallt ihre Aussage auch so rein. Wenn du auch denkst, dass ehrliche Stimmen wie diese nicht untergehen dürfen, dann like das Video, abonniere den Kanal und schreib deine Meinung unten rein. Teile dieses Video, damit mehr Menschen sehen, dass es auch Politiker gibt, die sich nicht mehr verbiegen lassen. Und wenn du meine Arbeit unterstützen willst, per Superthanks oder PayPal, der Link ist unten in der Beschreibung. Denn klar ist, was Katrin Lange sagt, ist nur der Anfang, wenn wir weiter aufwachen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.